Wir haben in diesem Jahr wieder mit einer massiven Frühjahrstrockenheit zu kämpfen über weite Teile Europas. Das bedeutet, dass wir in den letzten 90 Tagen teilweise nur 40–50% des Niederschlags bekommen haben, die wir normalerweise im langjährigen Schnitt in diesem Zeitraum bekommen. Und das ist natürlich ein Problem für den Mais, den wir gerade jetzt gelegt haben und der jetzt Wasser braucht, um wachsen zu können. Was kann man dagegen tun? Das System Direktsaat. Das bedeutet, den Mais ohne Bodenbearbeitung in den Boden zu legen. Dann hat man eine Mulchschicht, die vor Verdunstung schützt. Man bewegt den Boden nicht, hat somit die erhaltene Bodenstruktur der Zwischenfrucht, damit eine höhere Infiltrationsleistung, keine Verschlemmung und eine höhere Wasserspeicherfähigkeit. Das System ist eigentlich genial, aber, und das ist auch der Grund, warum es noch nicht überall umgesetzt worden ist, es ist nicht so einfach, denn es sind einige Aspekte, auf die man aufpassen muss, die in der Praxis nicht so leicht zu lösen sind, und die schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Wenn du gerade dabei bist, deinen Betrieb auf Direktsaat umzustellen oder das überlegst, dann bieten wir dir genau dafür die richtigen Zwischenfruchtmischungen. Denn die sind artenreich divers, das heißt genau das, was du brauchst, um ein Bodenleben aufzubauen, Bodenfruchtbarkeit zu heben. Das Saatgut ist behandelt mit Biostimulantien und Spurenelementen, um den jungen Pflanzen einen Boost zu geben. Das Saatgut ist in allerhöchster Qualität, das ist mir extrem wichtig, und wir bieten auf 25 Hektar auch noch individuelle Zwischenfruchtmischungen an. Das heißt, wenn du für deinen Betrieb spezielle Anforderungen hast oder etwas ganz Besonderes willst oder bestimmte Arten unbedingt in der Mischung haben willst, andere nicht, melde dich bei uns. Wir entwickeln mit dir gemeinsam deine individuelle Zwischenfruchtmischung, perfekt abgestimmt für die Umstellung auf Direktsaat. Also, die Niederschläge sind, und das Problem kennen wir jetzt mittlerweile seit Jahren, sehr ungleichmäßig verteilt, und wir kämpfen immer wieder mit extremen Trockenperioden und extrem hohen Niederschlagsperioden. Und gerade bei einer Frühjahrstrockenheit ist es natürlich ein Problem, dass wir den Mais, den wir gelegt haben, den wir gesät haben, dass wir den irgendwie Wasser zur Verfügung stellen, sodass der wachsen kann. Und die Lösung, ja, das ist ganz klar, die kann Direktsaat sein, das System Direktsaat. Was bedeutet das System Direktsaat? Das bedeutet natürlich einmal, dass man keine Bodenbearbeitung vor der Aussaat macht, aber das bedeutet auch durchgehende Bodenbedeckung, immer ein Mulchmaterial auf dem Boden, durchgehender Bewuchs und eben Boden schonen. Wenn man das umgesetzt hat, dann kann man wirklich Wasser speichern, Wasser einsparen, und das zeigen auch viele Studien, die nachweisen konnten, dass gerade bei Trockenheit oder in besonders trockenen Regionen die Direktsaat Vorteile hat. Aber auch sonst ist sie einfach eine Lösung, wo man stabile Erträge erzielen kann. Und selbst wenn die Erträge nicht höher sind, sondern gleich oder vielleicht sogar manchmal ein Stück weit drunter, ich habe wesentlich geringere Kosten dabei, und damit ist der Deckungsbeitrag höher. Das heißt, eigentlich spricht vieles dafür, auf das System Direktsaat, auf weniger Bodenbearbeitung umzustellen, um zu versuchen, eben diese Extremwetterereignisse abzupuffern, eben stabile Erträge zu bekommen. Warum nochmal? Weil wir mit der durchgehenden Bedeckung mit dem Mulchmaterial eine geringere Verdunstung haben. Das bedeutet 30–60% weniger Verdunstung über der Erde. Ich zeige dir das hier. Hier ein Schlag von uns, wo noch immer das Getreidestroh am Acker liegt, wo wir kürzlich Mais gesät haben, Mais gelegt haben, wie man in Deutschland sagt, und wo es immer noch gut feucht drunter ist. Und wo man auch sieht, an den Stellen, wo das Getreidestroh nicht liegt, wenn ich da versuche, mit dem Spaten reinzuhüpfen, auch bei uns ist es extrem trocken, dann kommt der wesentlich weniger weit hinein, wie wenn ich mit dem gleichen Gewicht, mit meinem Gewicht 20 cm daneben hinein springe in den Spaten, wo er bedeckt ist. Das heißt, diese Bodenbedeckung, das zeigt ganz klar, dieses Mulchmaterial sorgt dafür, dass der Boden feuchter wird, dass das Wasser nicht so stark verdunstet. Natürlich durch die Struktur, die Zwischenfrucht und ganz besonders die Regenwürmer. Und ich zeige dir diese massiven Gänge hier, die Regenwürmer geschaffen haben. Durch diese Struktur kann natürlich das Wasser, wenn es mal kommt, besser infiltrieren. Das heißt, bei Starkregenereignissen, die haben wir ja auch vermehrt, kann das Wasser besser eindringen. Und insgesamt kann das Wasser natürlich durch diese Bodenstruktur, durch diese großen und größeren Poren auch besser gespeichert werden. Letztlich haben wir durch dieses Mulchmaterial aber auch eine gewisse Bremswirkung der Regentropfen und sorgen damit, dass der Boden nicht verschlemmt, das also nicht zumacht. Das Wasser wird gebremst, die obersten Schichten verschlemmen nicht, und es kommt zur wirklichen Wasseraufnahme und eben nicht zur Erosion. Das heißt, die Vorteile sind klar. Warum soll ich einfach immer Mais in Direktsaat legen? Es ist weniger Aufwand, weniger Kosten, und die Erträge sind im Schnitt gleich, besser unter widrigen Bedingungen, manchmal vielleicht ein Stück weit niedriger, aber die Kosten sind geringer, der Deckungsbeitrag ist höher. Und was man auch dazu sagen muss, und das
zeigen auch schon noch diese Studien, dass es Unterschiede bei den Kulturen gibt. Insbesondere beim Mais braucht es oft einen längeren Zeitraum, bis sich der Boden und das System so eingestellt haben, dass die Maiserträge sich im Direktsaatsystem anpassen an das konventionelle System. Das heißt, in den ersten Jahren kann es durchaus sein, dass die Erträge noch niedriger sind, weil sich das ganze System im Boden erst anpassen muss an die neuen Gegebenheiten, dass keine Bodenbearbeitung, keine ständige Durchlüftung mit Sauerstoff passiert. Okay, das Ganze ist also relativ klar. Was ist also das Problem daran? Es ist kein Problem, es ist einfach nur eine Herausforderung. Die Aussaat wird herausfordernder, man muss wesentlich mehr aufpassen. Warum? Bei der Aussaat fängt schon mal an, es darf nicht zu nass sein, sonst gehen mir die Schlitze auf, bleiben offen. Es darf nicht zu trocken sein, sonst bringe ich den Seekörper gar nicht hinein. Und es darf nicht die falsche Organik, zu viel Organik am Acker liegen, sonst habe ich den Hairpinning-Effekt, liegt das Getreide nicht richtig rein. All diese 3 Themen bei der Aussaat gibt's. Jeder, der sich mit dem gespielt hat, mit dem System schon mal beschäftigt hat oder es schon mal probiert hat, weiß, dass das jedes Jahr eines der 3 Dinge ein Problem sein können. Das heißt, darauf muss man vorbereitet sein und darauf muss man mit der Maschine irgendwie eingehen, irgendwelche Ideen finden, Lösungen finden, um das zu schaffen, ist aber möglich. Zweitens, Bodentemperatur. Durch diese Bodenbedeckung und die fehlende Bodenbearbeitung erwärmt sich der Boden natürlich langsamer. Das heißt, man muss ohne schlechten Gewissen warten, einige Tage länger warten als die Mulchsaatbetriebe, weil der Boden einfach langsam sich erwärmt und damit natürlich die Idealtemperatur für den Mais, ideale Bodentemperatur für den Mais auch erst später kommt. Drittens, Thema Schnecken. Wenn du viel Mulchmaterial hast und sich die Schnecken darunter verstecken können, das heißt, dann feucht wird, also nicht zu trocken ist, sondern selbst wenn es trocken ist, darunter ist es ja feucht, dann ist es leider der ideale Lebensraum für Schnecken. Auch das Problem hatte ich schon. Die fressen teilweise in den Gängen, im Seeschlitz, wandern die da wie auf einer Autobahn und knabbern den Maiskeimling an. Auch da muss man extrem aufpassen und nach der Aussaat schauen, ob die Schadschwelle erreicht ist, um die Schnecken zu bekämpfen. Schachtinsekten, auch das ist ein Problem. Stichwort Drahtwurm. Natürlich habe ich eine Vielzahl an Bodenlebewesen im Boden, wenn ich weniger Bodenbearbeitung mache. Und da kann es auch passieren, dass ich den Drahtwurm dabei habe. Und das kann auch passieren, dass der einen Schaden macht. Aber was gilt hier? Auch hier gilt, ähnlich wie es im bioischen Usus ist, ich muss ein Stück länger warten, damit der Mais schneller rausschießen kann. Und das, was er da an Tagen vielleicht verliert gegenüber einer früheren konventionellen Aussaat, das holt er ohne weiteres wieder auf. Das heißt, das Thema Schadinsekten ist eigentlich mit dem Thema Bodentemperatur verknüpft und bedeutet späterer Sädamin. Stickstoffsperre, auch das ein Thema. Wenn ich viel Organik im Boden habe, dann kann es passieren, insbesondere in den ersten Jahren einer Umstellung im Direktsaatsystem, das heißt mit weniger Bodenbearbeitung, dass diese oberirdische Konzentration an Stroh, an Organik mit weitem CM-Material, dass das dazu führt, dass Stickstoff in den obersten Schichten gebunden wird und der Maispflanze am Anfang nicht zur Verfügung steht. Auch das berücksichtigen mit eventuell Unterfußdüngung oder halt rechtzeitig mit der mineralischen Stickstoffdüngung oder der organischen Stickstoffdüngung eingreifen. Und dann gibt es noch das letzte Thema, das im Widerspruch zu dem Ganzen steht, und das ist die winterharte Zwischenfrucht. Wenn du eine winterharte Zwischenfrucht hast und es ist Frühjahrstrockenheit, dann kann das zu einem richtigen Problem werden. Denn die abfrostende Zwischenfrucht, die speichert mit Sicherheit das Wasser ab dem Zeitpunkt, ab dem sie abgefroren ist, wenn es eine Mulchschicht gibt und der Boden bedeckt bleibt. Wenn die Pflanzen aber noch wachsen, so wie hier zum Beispiel, das ist 200 Meter entfernt vom Feld, das ich davor gezeigt habe, grünschnittrocken nach Mais, da kommt Soja rein, den haben wir vor 3 Wochen tot gespritzt und natürlich hat der Wasser gezogen, ja, ein Stück weit. Das heißt, hier habe ich natürlich bei der winterharten Zwischenfrucht auch ein Risiko dabei, dass das Wasser dann beim Mais fehlt. Das heißt, wenn sich abzeichnet, dass es trocken ist, dann muss ich früher eingreifen und früher dichte, grüne, winterharte Bestände terminieren, um nicht dann ein Problem später beim Mais zu haben. Also, das Ganze ist nicht einfach, deswegen macht es auch wahrscheinlich noch nicht jeder, aber man sollte sich damit beschäftigen, denke ich. Denn es ist tatsächlich der richtige Weg. Man hat stabilere Erträge und geringere Kosten, also spricht also alles wirtschaftlich dafür, das zu tun. Und wenn dann im System, das heißt durchgehende Bodenbedeckung, durchgehender Bewuchs und versuchen, das Ganze systemisch zu sehen. Also, ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert, wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.